diesem Video bekommst du 20 geniale Rezepte, die dein Problem mit Müdigkeit und hartnäckigem Bauchfett endlich lösen. Der Grund für diese Probleme ist nämlich eine Lüge. Was, wenn ich dir sage, dass vermeintlich gesunde Lebensmittel wie Vollkorn oder Müsli das eigentliche Problem sind? Vergiss Kalorienzählen. Hier kommt die simple, hormonelle Wahrheit in Rezeptform für Frühstück, Mittagessen, Abendessen und obendrauf noch Desserts. Ich bin Arthur von Life Algorithm und mit 45 Jahren bin ich heute fitter, als ich es mit 30 war. Nicht, weil ich weniger esse, sondern weil ich das Richtige esse und die Dogmen von Big Food durchschaut habe. Heute machen wir es ganz praktisch. Zuerst erkläre ich dir kurz die 3 fundamentalen Prinzipien, warum dieser Ansatz so überlegen ist. Und direkt danach gehen wir in die Küche und ich zeige dir 20 geniale Rezepte für Frühstück, Mittagessen, Abendessen und sogar Desserts, die genau auf diesen Prinzipien aufbauen. Das ist kein Diätplan, das ist eine Umstellung für dein Leben ohne Hunger. Um zu verstehen, warum diese Rezepte so wirkungsvoll sind, musst du 3 Dinge verinnerlichen. Die erste Säule ist die hormonelle Wahrheit. Dein Körper ist kein Ofen, er ist ein biochemisches Orchester und die Hormone sind die Dirigenten. Das wichtigste Hormon für die Fettspeicherung ist Insulin. Jedes Mal, wenn du Kohlenhydrate isst, schüttet dein Körper Insulin aus, um den Zucker aus dem Blut zu räumen. Solange dein Insulin hoch ist die Fettverbrennung blockiert. Fett und Protein hingegen lassen den Insulinspiegel weitgehend in Ruhe. Die logische Konsequenz? Eine Ernährung, die arm an Kohlenhydraten und reich an Fetten und Proteinen ist, versetzt deinen Körper in einen Zustand der natürlichen Fettverbrennung. Das ist keine Magie, das ist Biologie. Die zweite Säule ist die Nährstofflüge. Und um die zu verstehen, müssen wir kurz in die 70er Jahre reisen. Wusstest du, dass die ursprüngliche Ernährungspyramide damals in Schweden entwickelt wurde? Das Ziel war aber nicht, die gesündeste Ernährung für den Einzelnen zu finden. Das Ziel war, die Massenbevölkerung möglichst billig satt zu bekommen. Und so landeten die billigsten Sattmacher, Brot, Getreide, Kartoffeln, ganz unten als breite Basis unserer Ernährung in der Pyramide. Diese Idee, dass eine große Menge an gesunden Kohlenhydraten die Grundlage sein muss, hat sich bis heute leider gehalten. Genau das ist aus meiner Sicht einer der größten Irrtümer. Wir drehen diese Pyramide um. Wir fokussieren uns auf maximale Nährstoffdichte, hochwertige tierische Produkte, ausgewählte antinährstoffarme Gemüse und gesunde Fette. Denn wir wollen unseren Körper wirklich versorgen, nicht nur billig füllen. Yeah. I've never recovered from finding out that the food pyramid was a scam. Yeah. That was just the degree to which that's a scam is, I don't know, is there a worse medical crime in history than that? No, I mean, telling Americans to load up on 7 to 11 servings of grains every single day. Yeah. And to find out that was a marketing ploy by the Department of Agriculture and that they went against the advice even of their own consultants who warned them that they would produce an epidemic of obesity and diabetes, which is, well, and not to say nothing of depression and dementia, which is exactly what we have now. Exactly. It's like, I don't know what you even do when you find out that that's true. Yeah, and the unwarranted demonization of natural fat-containing foods, nutrient-dense foods like animal-sourced foods, which continue to be demonized. Wenn du verstehen willst, wie insbesondere modernes Getreide unsere Gesundheit negativ beeinflusst, dann lies das Buch Die Weizenwampe von Dr. William Davis. Es ist wirklich ein Augenöffner, wie bereits viele Zuschauer dieses Kanals in den Kommentaren bestätigt haben. Die dritte Säule ist die Antinährstoffoptimierung. Pflanzen wollen nicht gefressen werden. Sie schützen sich mit chemischen Abwehrstoffen wie Lektin, Oxalaten und Phytinsäure. Diese können die Aufnahme wichtiger Mineralien blockieren und zur Entzündung führen. Falls dich das Thema interessiert, schau dir auch gerne mein Video dazu an. Die gute Nachricht hier ist, durch traditionelle Zubereitungsmethoden wie Kochen, Schmoren, Einweichen und Fermentieren können wir diese Antinährstoffe neutralisieren. Wir machen das Gemüse zu unserem Verbündeten, indem wir seine Abwehrmechanismen intelligent ausschalten. Und genau diese 3 Prinzipien, hormonelle Balance, Nährstoffdichte und Antinährstoffoptimierung, sind die Basis von jedem einzelnen Rezept, das ich dir in diesem Video zeige. Los geht's! Bevor wir starten, ein ganz klares Wort zum Frühstück. Ich persönlich empfehle auf Frühstück gänzlich zu verzichten, um dem Körper jeden Tag eine Fastenphase von 14 bis 18 Stunden zu gönnen. Das ist ein unglaublich mächtiges Werkzeug für deine Gesundheit. Die Idee, dass Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist eine der erfolgreichsten Marketinglügen von Big Food. Mehr dazu kannst du dir auch in meinem Video zum Thema Frühstück anschauen. Aber ich weiß, das passt nicht für jeden. Wenn du morgens essen willst oder musst, da du einen körperlich anstrengenden Job hast, dann mach es richtig. Hier sind die 5 Optionen, die deinen Körper nähren, anstatt ihn zu belasten. Wir starten mit einem absoluten Klassiker, einem gesunden Butterbrot. Bei uns am Niederrhein sagen wir auch Dubbel dazu.
Wie nennst du das Butterbrot in deiner Region? Knifte, Stulle oder doch anders? Schreib es gerne unten in die Kommentare. Wir machen unser Butterbrot so, dass es dir Energie gibt, anstatt sie dir zu rauben. Die Grundlage dafür ist mein Low-Carb-Brot. Das ist entscheidend, denn es ist komplett ohne Getreide gebacken. Das bedeutet, keine unnötigen Kohlenhydrate, die deinen Blutzucker Achterbahn fahren lassen und dich nach einer Stunde wieder müde machen. Auf das Butterbrot kommt eine dicke Schicht gute Weidebutter. Die schmeckt nicht nur fantastisch, sie liefert dir auch das wichtige Vitamin K2, das deinem Körper hilft, Kalzium an die richtigen Stellen zu transportieren. Und als Belag nehmen wir hochwertigen Rinderaufschnitt oder einen schönen alten Gouda. Das gibt dir richtig gutes Eiweiß, das dich für Stunden satt und zufrieden macht. Rührei ist ein absolutes Kraftpaket zum Frühstück. Aber wir machen es heute noch ein Stück schlauer und sicherer. Viele Leute werfen eine Handvoll Spinat in ihr Rührei, weil sie denken, er sei super gesund. Ich sage, lass das lieber. Spinat ist nämlich voll mit etwas, das sich Oxalsäure nennt. Das sind winzige kleine Kristalle, die für deinen Körper Stress bedeuten und die Aufnahme von Mineralien stören können. Wir machen einen intelligenten Tausch. Wir nehmen stattdessen Zucchini und ein paar Champignons. Die Zucchini hat dieses Problem nicht. Und wenn wir sie schön in der Pfanne anbraten, machen wir auch andere mögliche Störstoffe unschädlich. Die Pilze geben uns zusätzlich noch wertvolle Mineralstoffe wie Selen und Kalium. So wird aus einem guten Frühstück ein perfektes Frühstück. Du bekommst die volle Ladung Nährstoffe, ohne deinen Körper unnötig zu belasten. Das hier ist die perfekte Lösung, wenn du morgens keine Zeit hast und dein Frühstück schon am Abend vorher vorbereiten willst. Wir nehmen Chiasamen, cremige Kokosmilch, ein paar Beeren und eine Handvoll Walnüsse. Aber das Wichtigste bei diesem Rezept ist ein einziger Schritt, den die meisten Leute vergessen: die Aktivierung. Du musst die Chiasamen unbedingt über Nacht in der Kokosmilch einweichen lassen. Chiasamen haben von Natur aus eine Art Schutzschild, die sogenannte Phytinsäure. Dieses Schutzschild klaut deinem Körper wertvolle Mineralien wie Magnesium. Wenn wir die Samen aber einweichen, dann waschen wir dieses Schutzschild quasi ab. Und plötzlich kann dein Körper all die guten Dinge aus dem Samen aufnehmen, wie die gesunden Omega-3-Fette und das Magnesium. So einfach machst du aus einem guten Lebensmittel ein echtes Superfood. Was vermisst man bei Low Carb oft am meisten? Ein richtig gutes, frisches Brötchen zum Frühstück. Deshalb ersetzen wir die Weißmehlbrötchen durch diese genialen Low Carb Brötchen, die du in unter 5 Minuten selbst backen kannst. Die Basis ist Mandelmehl und die geheime Zutat für eine saftige, brotähnliche Konsistenz ist Flohsamenscheimpulver. Die Zubereitung ist kinderleicht. Alle trockenen Zutaten in eine Schüssel, Ei und Wasser dazu, kurz verrühren, Form, ab in den Ofen. Ganz wichtig, lass die Brötchen nach dem Backen unbedingt komplett auskühlen. Erst dann bekommen sie die perfekte, feste Konsistenz zum Aufschneiden. Das Ergebnis ist ein sättigendes Brötchen mit kaum Kohlenhydraten, das du nach Lust und Laune belegen kannst. So einfach holst du dir die Frühstücksnormalität wieder zurück. Falls dir die Rezepte gefallen, lass gerne jetzt schon mal einen Daumen da, damit möglichst viele Menschen ihre Gesundheit mit besserem Essen optimieren können. Okay, und wenn du dir mal was richtig Gutes gönnen möchtest oder ein Frühstück brauchst, das dich für eine wichtige Aufgabe wappnet, dann ist das hier die absolute Königsklasse. Es ist unglaublich einfach. Wir nehmen hochwertigen geräucherten Wildlachs und eine perfekt reife Avocado. Dazu ein bisschen gutes Olivenöl, ein Spritzer frischer Zitrone und etwas Dill. Mehr braucht es nicht. Dieses Frühstück ist eine reine Nährstoffbombe. Hier gibt es praktisch keine pflanzlichen Störstoffe, nur pures Gold für deinen Körper und dein Gehirn. Du bekommst gesunde Omega-3-Fette und wertvolles Vitamin D und wichtiges Kalium von der Avocado. Wenn du das isst, bist du für Stunden satt, klar im Kopf und voller Energie. Besser kannst du einen wichtigen Tag kaum starten. Das Mittagessen entscheidet über deinen Nachmittag. Entweder fällst du ins Fresskoma oder du bleibst klar und energiegeladen. Hier sind die 5 Gerichte für maximale Energie. Wir starten das Mittagessen mit einem absoluten Klassiker, den wirklich jeder liebt. Und genau deshalb ist dieses Gericht auch perfekt für die ganze Familie. Sogar die Kinder sind begeistert. Ein cremiges Hühnerfrikassee. Wir nehmen zarte Hähnchenstücke und frische Champignons in einer hellen, sahnigen Soße. Der entscheidende Trick, um es low-carb-freundlich zu machen, liegt im Andicken. Statt einer Mehlschwitze, die den Blutzucker hochtreibt, verwenden wir eine winzige Menge Xanthan. Das ist ein rein pflanzliches Bindemittel ohne Kohlenhydrate, das die Soße perfekt cremig macht. So bekommst du den vollen traditionellen Geschmack, den du kennst und liebst, aber in einer Version, die dich satt, zufrieden und voller Energie lässt. Das ist Hausmannskost, aber intelligent gemacht. Dieses Gericht ist perfekt, wenn es schnell gehen muss, günstig sein soll und trotzdem richtig satt machen muss. Eine einfache, aber geniale Pfanne mit Hackfleisch und Weißkohl. Weißkohl ist ein fantastisches Gemüse, aber er hat einen kleinen natürlichen Schutzmechanismus, sogenannte Goitrogene, die bei manchen Menschen die Schilddrüse etwas ärgern können. Aber unsere Vorfahren kannten die Lösung schon. Wir schmoren den Kohl einfach schön lange und sanft in der Pfanne. Durch die Hitze und die Zeit werden diese Stoffe ganz einfach abgebaut. Der Kohl wird dadurch super bekömmlich und gibt all seine guten Nährstoffe frei.
Ein Löffel Kümmel hilft nicht nur beim Geschmack, sondern unterstützt auch die Verdauung. So wird aus einfachen Zutaten ein echtes Poweressen. Ja, du hast richtig gelesen. Wir essen Pizza. Eines meiner Lieblingsgerichte. Das ist der beste Beweis dafür, dass du auf absolut nichts verzichten musst, wenn du es schlau anstellst. Der ganze Trick liegt im Boden. Wir benutzen keinen Teig aus Weizen, der deinen Blutzucker in die Höhe schießen lässt. Stattdessen bauen wir den Boden aus Käse, Mandelmehl und einem Ei. Das ist der berühmte Fathead-Teig. Er ist komplett getreidefrei, voller gutem Eiweiß und wird fest und knusprig, wie einige Zuschauer bereits in den Kommentaren bestätigt haben. Und auch beim Belag sind wir clever. Wir nehmen nur wenig Tomatensauce und wählen Zutaten, die deinem Körper gut tun, wie hochwertigen Schinken, Salami oder Pilze. Auf Dinge wie Paprika oder Spinat verzichten wir hier bewusst, um die Menge an pflanzlichen Abwehrstoffen niedrig zu halten. Das ist purer Genuss ohne Reue. Kommen wir zu einem absoluten Klassiker, der dich satt und glücklich macht, ohne dich danach müde zu machen. Ein ehrliches, deftiges Rindergeschnetzeltes. Wir nehmen dafür saftige Rinderstreifen, frische Champignons, Zwiebeln und eine cremige Soße aus echter Sahne und Butter. Dieses Gericht ist die pure Definition von sauberer Energie. Warum? Weil die Hauptzutaten Fleisch, Sahne und Butter von Natur aus frei von pflanzlichen Abwehrstoffen sind. Dein Körper kann diese Energie direkt nutzen, ohne sich mit Störfaktoren herumschlagen zu müssen. Die Pilze und Zwiebeln werden durch das Anbraten und Schmoren perfekt optimiert und leicht verdaulich. Das Ergebnis ist eine Mahlzeit, die dich mit Kraft versorgt und dich den ganzen Nachmittag über klar und produktiv sein lässt. Zum Abschluss des Mittagessens haben wir noch einen echten Seelenwärmer, der perfekt für kalte Tage ist. Ein deftiges Chili con Carne. Jeder liebt gutes Chili, aber das Original ist durch die vielen Bohnen leider recht kohlenhydratreich. Die Lösung ist genial einfach. Wir lassen die Bohnen komplett weg und konzentrieren uns auf das, was Chili wirklich ausmacht. Hochwertiges Hackfleisch und eine reichhaltige, würzige Tomatensauce. So behältst du den vollen, kräftigen Geschmack, aber ohne die unnötigen Kohlenhydrate, die dich müde machen. Serviert mit einem großen Klecks Creme Fraiche oder Schmand ist das pures Wohlfühlessen, das dich wärmt und für Stunden mit Energie versorgt. Am Abend wollen wir eine Mahlzeit, die uns sättigt, zufriedenstellt und gut schlafen lässt, ohne den Körper zu belasten. Für ein Abendessen, das sich elegant anfühlt, aber ganz einfach zu machen ist, empfehle ich ein schönes Lachsfilet, knusprig auf der Haut gebraten. Anstatt es mit dem üblichen Kartoffelpüree zu servieren, machen wir einen cleveren Tausch. Wir legen es auf ein Bett aus cremigem Püree aus Knollensellerie. Das gibt dir dieses wunderbar wohlige Gefühl von Kartoffelbrei, aber ganz ohne die Stärke und die vielen Kohlenhydrate von Kartoffeln. Sellerie ist eine fantastische Wahl, denn er ist reich an Mineralstoffen und durch das Kochen und Pürieren wird er für deinen Körper maximal leicht verdaulich. In Kombination mit dem hochwertigen Lachs, der voller Omega-3-Fette steckt, ist das ein perfektes Abendessen, das deinem Gehirn und deinem Körper hilft, sich über Nacht zu erholen und zu regenerieren. Das hier ist pures Wohlfühlessen für die Seele, aber ganz ohne Reue am nächsten Tag. Stell dir eine herzhafte Schicht aus perfekt gewürztem Rinderhackfleisch vor, überbacken mit einer goldbraunen käsigen Kruste. Das Geheimnis liegt darin, dass wir einfach keine Kartoffeln oder Nudeln verwenden. Dieser einfache Trick spart dir eine riesige Menge an Kohlenhydraten ein. Indem wir den Blumenkohl weich kochen, wird er super bekömmlich und bildet die perfekte, leichte Grundlage für den geschmolzenen Käse. Wir lassen hier bewusst auch Zutaten wie Tomaten oder Paprika weg, was diesen Auflauf besonders sanft für deine Verdauung macht. Manchmal ist die wichtigste Zutat in einem Gericht einfach nur Zeit. Und genau das ist das Geheimnis hinter einem perfekten Gulasch. Wir nehmen gutes Rindfleisch und lassen es ganz langsam bei niedriger Hitze für eine lange Zeit schmoren. Das bewirkt zwei fantastische Dinge. Erstens wird das Fleisch dadurch unglaublich zart und zerfällt fast von selbst auf der Zunge. Zweitens bricht der lange Garprozess auch die Zellwände im Gemüse auf. Dadurch werden alle Nährstoffe für deinen Körper leichter verfügbar und mögliche pflanzliche Störstoffe einfach neutralisiert. Das ist eine der ältesten und schlauesten Kochmethoden überhaupt, um maximalen Geschmack und Nährwerte aus einfachen Zutaten herauszuholen. Manchmal kommen die besten Ideen von den Kindern. Mein 10-jähriger Sohn Arne kam neulich um die Ecke, nachdem er auf YouTube etwas Geniales gesehen hatte. Tacos, deren Hülle nicht aus Maismehl, sondern aus purem Käse besteht. Die Zubereitung ist unglaublich einfach. Geriebenen Käse auf ein Backpapier im Ofen goldbraun schmelzen, kurz abkühlen lassen und zu einem Taco formen. Fertig ist die knusprige, stabile Hülle. Wir füllen sie am liebsten ganz frisch mit einer proteinreichen Thunfischcreme, selbstgemachter Guacamole aus Avocado und ein paar gewürfelten Tomaten mit Zwiebeln. Das Ergebnis ist der volle Taco-Genuss, aber komplett ohne die unnötigen Kohlenhydrate. Ein perfektes Beispiel dafür, wie man sein Lieblingsessen intelligent neu erfindet. Fast jeder liebt eine gute Bolognese. Wir auch, aber wir machen sie mit ein paar kleinen, aber entscheidenden Verbesserungen noch besser.
Statt kohlenhydratreicher Nudeln servieren wir die Soße auf Sudels. Das sind frische Nudeln, die man ganz einfach aus einer Zucchini macht. In der Soße selbst lassen wir die süßen Karotten weg und nutzen stattdessen würzigen Staudensellerie für die Basis. Wir verwenden glatte, passierte Tomaten, also eine Passata, anstelle von stückigen Tomaten aus der Dose. So vermeiden wir ganz einfach einen Großteil der Lektine, die sich vor allem in den Kernen und Schalen der Tomaten befinden. Ja, du kannst gesund leben und trotzdem naschen. Es kommt nur darauf an, was du nascht. Hier sind 5 Desserts, die dich glücklich machen, ohne deinen Blutzucker auf eine Achterbahnfahrt zu schicken. Hier ist mein eigenes Rezept für unglaublich cremiges Vanilleeis ohne Zucker und ohne Eismaschine. Das Geheimnis liegt in den hochwertigen Fetten aus Sahne und Mascarpone und dem Eigelb. Diese Zutaten sorgen nicht nur für eine unschlagbare Cremigkeit, sondern liefern auch wertvolle Nährstoffe und halten dich satt und zufrieden. Klingt vielleicht seltsam, aber das Avocado-Schokomousse ist eine Offenbarung. Die Avocado ist die perfekte Basis. Cremig, nährstoffdicht, voller Kalium und antinährstoffarm. Der rohe Kakao liefert zwar einige Oxalate, aber hier setzen wir ihn bewusst in einer kleinen Dosis als Hormesis-Reiz ein. Ein kleiner Stressor, der den Körper trainiert und stärker macht. Der wertvolle Käsekuchengeschmack, aber ohne den Aufwand, ohne Backen und ohne den ungesunden Boden. Dieses Rezept basiert auf hochwertigen, fettreichen Milchprodukten wie Frischkäse und Mascarpone. Es ist rein, einfach und frei von pflanzlichen Störfaktoren. Die wenigen Himbeeren als Topping sind eine oxalat- und lektinarme Fruchtoption. Panna Cotta mit Beeren ist ein elegantes italienisches Dessert, das von Natur aus fast perfekt für Low Carb ist. Das ist vielleicht das reinste Dessert von allen. Die Basis ist Sahne. Der entscheidende Vorteil liegt aber in der Gelatine. Sie liefert wertvolle Aminosäuren wie Glycin und Prolin, die wichtig für Haut, Haare, Gelenke und die Darmgesundheit sind. Für den krönenden Abschluss unserer Dessertrunde kommt jetzt der ultimative Schokoladentraum. Die saftigsten Keto-Brownies, die du je gegessen hast. Vergiss trockene Low-Carb-Experimente. Diese Brownies sind das genaue Gegenteil. Unglaublich fudgy, also dicht, saftig und intensiv schokoladig. Das Geheimnis für diese perfekte Textur ist ein cleverer Trick. Neben geschmolzener dunkler Schokolade und guter Butter kommt eine reife Avocado in den Teig. Die Avocado macht die Brownies cremig und fügt eine extra Portion gesunder Fette hinzu. Die Zubereitung bleibt dabei kinderleicht. Alles wird einfach zu einem glatten Teig verrührt und gebacken. Das Ergebnis ist ein Dessert, das so sündhaft gut schmeckt, dass niemand glauben wird, wie gesund es ist. Du siehst, es geht nicht um Verzicht, es geht um ein Upgrade. Es geht darum, die leeren, industriell verarbeiteten Lebensmittel durch echte, nährstoffdichte und intelligente Mahlzeiten zu ersetzen. Jedes dieser 20 Rezepte ist ein Werkzeug in deinem Baukasten für ein gesünderes, energiegeladeneres Leben. Vergiss das Zählen von Kalorien. Fang an, deine Hormone zu steuern. Wenn du dieses eine Prinzip verinnerlichst, hast du das Spiel gewonnen. Du isst leckeres, sättigendes Essen und dein Körper dankt es dir mit Gesundheit, Energie und einem schlanken Körper. Das ist keine Diät, sondern ein neues Lebensgefühl, das du bis zu deinem Lebensende nicht nur durchziehen, sondern auch genießen kannst. Wenn dir dieser Ansatz gefällt und du mehr davon willst, dann mach jetzt bitte 3 Dinge. Abonniere den Kanal, gib dem Video einen Like, damit diese gesunden Rezepte mehr Menschen erreichen. Und schreib gerne in die Kommentare, welches dieser Rezepte wirst du als erstes ausprobieren. Und teile auch dieses Video mit jemandem, der gesund und lecker essen will, aber nicht weiß wie. Das Thema für nächste Woche steht noch nicht fest, aber wenn du den Kanal aktiv mitgestalten möchtest, dann komm gerne in den Telegram-Kanal. Und hier noch etwas zum Nachdenken für alle Eltern unter uns. Eltern behaupten oft, sie würden für ihre Kinder sterben. Doch was, wenn es darum geht, für sie zu leben, sich gesund zu ernähren, aktiv zu sein und bewusster mit ihrer Zeit umzugehen? Denk mal drüber nach. Bis dahin, bleib kritisch, bleib gesund. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche. Peace out.